Seid gegrüßt, ihr Helden da draußen. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, kam am 3.7. das Update 22 raus mit dem UI/UX Rework. Daraufhin gab es sehr viele Verbesserungsvorschläge von euch, auf die wir so gut wie möglich eingehen wollen. In diesem Video reden wir darüber, was Hotfix Nummer 4 so zu bieten hat. Wir gehen das jetzt zusammen durch und vor allem schauen wir uns das auch an. Und falls ihr in Zukunft keine News, Tutorials oder auch Updates verpassen wollt, dann drückt doch gerne mal hier auf den Abo-Button, denn hier seid ihr an der richtigen Stelle. Let's go! An dieser Stelle will ich euch ganz kurz erzählen, was die vorherigen Hotfixes so gemacht haben. Und damit wir das prägnant zusammenfassen können, zeige ich euch jetzt einfach mal mein Highlight. Denn neben dem Fixen von Bugs und halt auch Fehlern, die man behoben hat, wurde mehr Übersicht in der Gilde geschaffen. Wir haben jetzt Buttons, die man anklicken kann. Wir haben wieder die Mitgliederliste mit dem Durchschnittslevel und den Ritterhallenpunkten. Mehr Informationen bei der Hydra. Und falls ihr das alles nochmal im Detail durchlesen wollt, schaut mal in die Videobeschreibung. Da sind die ganzen Hotfixes verlinkt. Bevor ich euch jetzt aber zeige, was sich alles mit Hotfix Nummer 4 verändert, will ich euch noch sagen, wann der Hotfix kommt. Und das wird diesen Mittwoch sein, den 24.07. Genug geredet, jetzt zeige ich euch die erste Verbesserung und das wird die neue Kompaktansicht sein. Die Kompaktansicht ist ein optionaler Spielmodus, den ihr in euren Einstellungen ein- und ausschalten könnt. Habt ihr die Kompaktansicht eingeschaltet, könnt ihr alle Feature-Icons auf einen Blick sehen. Zudem wurden die Grafiken der Menü-Items angepasst, um so ein wenig an die alte Optik anzulehnen. Eine weitere Sache, die ihr euch gewünscht habt, waren die Timer. Und die gibt es jetzt wieder, sowohl im Kompaktmodus als auch im normalen Modus des Spiels. Wichtig ist aber auch noch zu erwähnen, ihr könnt die Timer im Menü ein- und ausschalten. In der Ehrenhalle können Spieler wieder mit Enter angegriffen und wiederholt angegriffen werden. Und falls ihr gegen Helden in die Schlacht gezogen seid, findet ihr jetzt auf dem Angriffsbutton wieder einen Timer, welcher euch anzeigt, wann euer Cooldown vorbei ist, um einen neuen Kampf zu bestreiten. Wenn euer Reittier mal abgelaufen ist und ihr wollt eine Expedition bestreiten, gibt es jetzt eine neue Warnung. Diese wird nun ein wenig prominenter angezeigt. Damit ihr eure Gegenstände ein wenig besser sortieren könnt, wurde der Rucksack in Abschnitte unterteilt. So könnt ihr ganz leicht eure eigene Sortierung bauen. Und wo wir gerade in der Charakteransicht sind, eure Attribute sind jetzt so angepasst, dass ihr nicht mehr scrollen müsst. Die Hintergrundfarben eurer Begleiter entsprechen jetzt der Farbe ihrer Klasse. Und dazu wird euer Charakter und Gildenname zentriert angezeigt. Nach Abschließen oder Abbrechen der Stadtwache bleibt man jetzt in der Stadtwachenansicht und schaut ihr in die Stadtansicht, könnt ihr wieder den Gaukler-Goblin sehen. Dieser steht nämlich jetzt vor seinem Zelt. Steht ein Event an, könnt ihr den Countdown bis zum Start des Events jetzt in der Grafik des Events in der Stadtansicht sehen. In der Gilde hat sich auch was getan, und zwar wurde die Farbe der Pfeile, die anzeigen, ob eine Gilde sich im Ranking über euch oder unter euch befindet, getauscht. Das sorgt einfach für ein wenig mehr Klarheit. Und jetzt müssen wir nochmal über eine Sache reden, die ihr euch alle gewünscht habt, und zwar betrifft das die Läden und den Schmied. Die Icons vom Zauber und vom Waffenladen wurden jetzt angepasst, und zwar haben wir da wieder Shakes und Fidget. Das ist doch nice. Und nicht nur die Icons, sondern auch die Grafiken der Läden wurden optimiert. Hier könnt ihr den neuen Zauberladen sehen und den neuen Waffenladen, und ich finde, das sieht gut aus. Und das ist nicht alles, denn die Lesbarkeit von Informationen der Kontextbox von Gegenständen wurde verbessert. Und wo wir bei optischen Veränderungen sind, das gleiche gilt auch für den Schmied. Der Mann hat ein neues Layout und ein neues Haustier. Und kann beim Schmied ein Gegenstand wegen fehlender Ressourcen nicht verbessert werden, dann zeigt der Tooltip die Kosten für das nächste Upgrade an. In dem Hotfix gibt es aber nicht nur Verbesserungen, sondern auch behobene Fehler. Und die besprechen wir jetzt. Bei einer Zerlegung eines Gegenstands über das Interaktionsmenü beim Schmied aktualisieren sich die Zerlegungskosten nun korrekt. Auch das Extrahieren eines Edelsteins funktioniert jetzt wieder zuverlässig. Auch der Gaukler-Goblin in der Stadt öffnet sich wieder zuverlässig, wenn vorher Info-Pop-ups angezeigt wurden. Des Weiteren werden keine Verzauberungen mehr im Interaktionsmenü für Schilde angeboten. Und in der Charakteransicht vom Berserker wird der korrekte Waffenfaktor im Tooltip angezeigt. Wenn bei der Hexe eine Verzauberung abgeschlossen wurde und ihr danach in der Kesselansicht eine Aktion mit einem Gegenstand durchgeführt habt, erschien immer der Text, dass die Hexe für die Vollendung einer Verzauberung noch einen bestimmten Gegenstand benötigt. Und diesen Text gibt's nicht mehr. Wenn man keine gekauften Pilze besitzt und daher auch keine beim Würfelspiel ersetzen kann, wird der Slider ab jetzt nicht mehr angezeigt. In der Ehrenhalle wird der Tooltip beim Vergleich von Gegenständen in jeder Situation ab jetzt korrekt geschlossen.
In Abenteuern wird nun der korrekte Tooltip angezeigt, wenn man während des Epic Abenteuer Extravaganza Event ein garantiertes Epic finden kann. Und zu guter Letzt noch was zur Gilde, und zwar kann die präferierte Gilden-Chat-Sprache nur noch vom Gildenleiter geändert werden. Und die Gildenbeschreibung wird immer korrekt angezeigt, wenn man sich durch die Gilden in der Ehrenhalle klickt. So, meine Damen und Herren, jetzt müssen wir noch über Mobile sprechen, denn dort gibt es natürlich auch Verbesserungen und behobene Fehler. Und das will ich euch nicht vorenthalten, also let's go. Ich würde sagen, zuerst zünden wir mal den Knaller, und zwar, dass man in der Charakteransicht, wenn man einen Skill-Button gedrückt hält, auch kontinuierlich skillen kann, sofern man natürlich das Gold hat. Es ist möglich. Ab jetzt entspricht die Reihenfolge der Menü-Icons dem Landscape-Modus, also so wie im Browser oder bei Steam. Und es ist jetzt so, dass das aktive Feature immer optisch hervorgehoben wird. Es werden nun 5 Pads in einer Reihe angezeigt und der Angriffsbutton befindet sich nun unten rechts und damit besser erreichbar. Und eine Sache noch zur Gilde, und zwar das Event-Icon überdeckt jetzt nicht mehr den Gilden-Chat. In der Charakteransicht lässt sich der Info-Tab jetzt korrekt scrollen, um problemlos alle Infos zu sehen und Aktionen wie zum Beispiel Gildeneinladungen durchführen zu können. Die Aktionsbutton für Ausrüstung wechseln und Alter Ego verkleinern sich jetzt nicht mehr, und wenn das aufklappbare Menü auf einem Tablet aktiviert ist, wird nun auch das korrekte Icon angezeigt. So ihr Lieben, das war's mit dem Video zum 4. Hotfix. Ich bedanke mich fürs Zusehen, und falls ihr in Zukunft mehr solcher Videos sehen wollt, dann lasst gerne ein Abo da, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare und wir sehen uns bald wieder auf diesem Channel. Macht's gut. Ciao, ciao.